Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Ingas Color Art. Heute gibt es ein abstraktes Acrylbild, welches ich aus zwei zusammengeschobenen kleineren Leinwänden erstellen werde. Und zwar hat die einzelne Leinwand die Abmessung 20 x 50 cm und zusammen ergibt sich dann eine Fläche von 40 x 50 cm. Ganz früher, wenn man auf zwei zusammenhängenden Holztafeln, die auch noch zusammen miteinander verbunden waren, etwas gestaltet hat, war das ein sogenanntes Diptychon. Und heute kann man diesen Begriff im engeren Sinne hierfür nicht verwenden, sodass ich eher sagen würde, ich habe es hier mit Zwillingsleinwänden zu tun. Auch wenn Zwillinge eineich sind, werden sie unterschiedliche Charaktereigenschaften und Verhaltensweisen haben. Und genau das werden wir heute auch bei diesem Bild sehen, denn jede Hälfte für sich kann eigenständig hinterher als Kunstwerk betrachtet werden und zusammen ergeben sie dennoch ein einziges Kunstwerk. Als Hintergrundbemalung habe ich mir heute ein frisches Grün angemischt aus 3 verschiedenen Farben. Das ist einmal das Hellblau, das Türkisgrün und das Brillantgrün. Weil ich auf meinen abstrakten Rakelbildern gerne mit Kontrasten arbeite, habe ich mich heute auch für eine ganze Reihe von Reflexfarben entschieden und ich starte mit der Reflexfarbe Orange, die natürlich sehr komplementär zu dem hellen, frischen Grün wirkt. Insgesamt hatte ich so die Idee eines sommerlichen, frischen, fröhlichen Bildes im Kopf mit hellen Farben, mit wunderschönen Farben, die mich auch an das Grün draußen im Garten erinnern und vor allen Dingen auch an die ganzen Blumen und Rosen, die inzwischen blühen. Nach dem Reflex Orange habe ich das Reflex Rosa aufgetragen und anschließend das Titan Weiß, alles als Nass in Nass Technik, sodass ich einen Verlauf kreiert habe, der auch teilweise innerhalb von Rosenblüten gesehen werden kann. Als nächste Farbe habe ich mich für das Ultramarin entschieden. Draußen in der Natur findet man den Farbton in den Kornblumen, teilweise am Rand von Feldern und im Garten oft in Form von Männertreu. Hinterher wird das Ultramarin mehr und mehr in die Leinwand integriert und erinnert dann eher an Lavendel als an die Lobelien. Nachdem ich die beiden Leinwände jetzt einmal gedreht habe, trage ich die nächste Farbschicht, das Türkisgrün, nur noch partiell auf mein Rakelwerkzeug auf und beginne langsam Akzente auf den Leinwänden zu setzen. Anschließend kehre ich nochmal zu dem Farbton Ultramarin zurück und rakel damit anschließend nochmal über das Türkisgrün. Auch diese Farbe wird nicht mehr vollständig auf die komplette Leinwand aufgetragen. Ich nehme zwischendurch die Leinwände auseinander, drehe einen Teil, setze ihn anders zusammen und überlege mir dann, mit welcher Seite ich weiterarbeiten möchte. Bei meinen Rost- und Patina-Bildern, die ich ja auch in der abstrakten Rakeltechnik gestalte, setze ich oft die Farbe Titanbuff Hell ein. Das ist ein eher cremiges Weiß und ich möchte für mein sommerliches Bild lieber die Farbe Weiß haben. Das ist zwar ein sehr harter Kontrast, aber sie vermischt sich aufgrund der Nass-in-Nass-Technik sehr gut mit den vorherigen Farben, die sich bereits auf der Leinwand befinden. Und so gelingt es mir, mit der Farbe Titan Weiß einen abstrakten Himmel auf die Leinwand zu holen. Aus dem Deutschunterricht ist etwas bei mir hängen geblieben
Und zwar im Vorwort von E.T.A. Hoffmanns Die Elixiere des Teufels wird von bunt glühenden Blumen geredet. Und irgendwie hat das Reflex Rosa, was ich jetzt auf die Leinwand aufbringe, hinterher bei dem fertigen Bild genau diese Intention von bunt glühenden Blumen. Bei einem Sommerbild darf natürlich auch die Sonne abstrakt nicht fehlen und deshalb greife ich jetzt auch noch zu der Reflexfarbe Gelb und trage diese auch akzentuiert auf. Das Reflex Gelb vermischt sich auch hier mit dem vorher aufgetragenen Reflex Rosa, sodass sich auch wieder ganz spannende Farbverläufe ergeben. Zum Abschluss greife ich nochmal die Farbe Reflex Rosa auf, um damit nochmal einen kleinen Teil auf den Leinwänden zu gestalten. Bevor ich mit Titanweiß mein zweiteiliges Kunstwerk beende, habe ich tatsächlich eine ganze Zeit lang an meinem Arbeitstisch gestanden und mir das Bild angeguckt. Ich bin einmal um den Tisch gegangen, ich habe mich nochmal auf eine Leiter gestellt und dann hatte ich die Idee, was ich jetzt mit den beiden Leinwänden mache und wie ich sie beenden könnte. Jetzt schauen wir uns mit der Kamerafahrt die beiden Bilder nochmal im nassen Zustand an. Ja, es gibt die Deckenleuchten, die sich darin widerspiegeln, aber ich finde es auch wichtig zu zeigen, wie sieht das Kunstwerk in noch nicht getrockneten Zustand aus, wie sehen die Acrylfarben aus und wie sieht das Bild anschließend aus, wenn es getrocknet ist, denn das ist ein doch durchaus großer Unterschied. Hier in diesem sommerlichen Bild nicht ganz so sehr, weil die Farben grundsätzlich sehr hell sind und deshalb dunkelt das Bild sozusagen nicht noch zusätzlich nach. Zum Abschluss zeige ich einmal das fertige Kunstwerk, wie es an der Wand hängt. Dort habe ich ein anderes Leuchtmittel zur Verfügung, als ich das im Atelier habe. Und man kann schön sehen, wie die beiden Bilder zusammen ein einziges Kunstwerk ergeben. Und auch hier gehen wir mit der Kamera etwas näher an das Bild heran. Wir können teilweise noch auf die Hintergrundbemalung durchgucken. Wir können feststellen, wo sich Farbverläufe ergeben haben. Wir können die einzelnen Schichten wahrnehmen. Ich finde, es ist ein ganz wunderbares, fröhliches, kleines Kunstwerk geworden. Ich danke dir fürs Zusehen, ich danke dir fürs Zuhören. Ich freue mich sehr über ein Like von dir. Konstruktive Kritik ist immer herzlich willkommen. Und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.